Der Immobilien-Experten-Talk. Alex, willkommen zurück zum zweiten Teil. Du hast vorhin gesagt, du bist ein Kind des Ruhrgebiets. Du kennst dich sehr gut auch am Immobilienmarkt im Ruhrgebiet aus. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen was zu der Historie sagen, wie sich der Markt verändert hat. Genau, als gebürtiger Gelsenkirchener bin ich ja wirklich richtiges Kind des Ruhrgebiets und man muss halt einfach sagen, direkt nach dem Krieg war das Ruhrgebiet aufgrund der Industrie und der Kohle und Co. ja wirklich ein wichtiger Wirtschaftsstandort Deutschlands. Es hat geblüht, es gab viele Jobs im Bergbau und ja, alles hat sich entwickelt. Man muss jetzt aber letztendlich sagen, als vielleicht ein Fehler der damaligen Zeit war es, dass man halt nicht frühzeitig auch in Innovation investiert hat, beispielsweise Hochschulen gebaut hat, in Universitäten investiert hat und dadurch ist natürlich das gesamte Ruhrgebiet in einen Strukturwandel geraten, wo es erstmal keine Perspektiven raus gab. Nur man muss jetzt natürlich sagen, wenn man sich auf Immobilien konzentriert, wir sind hier gerade auf einem guten Weg, es gibt viel Veränderungen. Und das macht das Ganze eben halt auch spannend. Du hast vorhin so ein bisschen davon berichtet, dass es auch unterschiedliche Faktoren gibt, die das Ruhrgebiet per se spannender machen. Was sind denn deiner Meinung nach die Faktoren, die dazu führen, dass in den nächsten 10 oder 20 Jahren der Standort Ruhrgebiet wirklich eine Aufwertung erhalten wird? Also ich glaube, so eine Strategie des Ruhrgebiets ist es jetzt wirklich mehr als Region wahrgenommen zu werden und weniger als die einzelnen Städte, zumindest nach außen hin. Warum ist das auch ein wichtiger Punkt? Also wenn man das Ruhrgebiet vergleicht, ist es, glaube ich, ungefähr so groß wie Berlin, hat auch genauso viele Einwohner, nur während man halt in Berlin das Positive nach außen darstellt, ist es im Ruhrgebiet halt, dass man wirklich viele schlechte Ecken nach außen stellt und jetzt ist es eigentlich eher doch, man stellt das Gute nach draußen. Also beispielsweise jetzt hier auch die Örtlichkeit, wo wir sind, Zeche Zollverein, das ist ein Weltkulturerbe, ist super bekannt, wir waren ja auch Kulturhauptstadt und genau solche Sachen tragen ja auch dazu bei, dass eben das Image gefördert wird, was halt nicht heute eine Auswirkung hat, sondern halt eben auch nicht morgen, sondern eher halt übermorgen. Und das ist halt so ein Thema, was wichtig ist. Und wenn man halt quasi nochmal in den Umkreis des Ruhrgebiets schaut, ist halt auch insofern eine super interessante Region, weil wir nicht weit vom Rheinland entfernt sind, aber eben, wenn wir jetzt über Immobilien sprechen, deutlich günstigeren Wohnraum bieten können. Und was aber natürlich auch nah ist und gerade deshalb, wenn man das Ruhrgebiet mit anderen Metropolen vergleicht, in näherer Umgebung gibt es weitere Dinge. Also beispielsweise die Niederlande ist ja keine Stunde mit dem Auto entfernt. Man ist in einer Stunde in Köln. Man ist und damit ist halt der Einzug, wie viele Leute hier letztendlich leben, extrem groß. Nur man muss halt sagen, wenn man eine solche Größe versucht zu verändern oder so eine große Region verändert, dann dauert das natürlich länger, als wenn ich irgendeine kleine Sache irgendwo verbessern möchte. Okay, verstanden. Ein Standort wie Gelsenkirchen mit vielen Chancen hat aber auch Risiken. Welche sind das? Genau, also im Ruhrgebiet ist halt ein Thema Zuwanderung. Also wir sind ja genau die Region Deutschlands, wo halt sehr, sehr viele Zuwanderer kommen. Und da hat man natürlich auch Probleme in einzelnen Straßenzügen und da gehen die Städte ganz, ganz unterschiedlich mit rum. Aber das kann natürlich auch ein Vorteil sein, um so einen Kiez wie Berlin-Kreuzberg entstehen zu lassen. Okay, wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt Standorte, die sich positiv entwickeln, es gibt aber auch Standorte, die sich nicht so negativ entwickeln. Kannst du konkreter sagen, ist es eher Essen, Gelsenkirchen oder flächendeckend? Ist flächendeckend. Ich würde auch keine einzelne Stadt in den Fokus rücken, weil das kommt immer darauf an, was an den einzelnen Standorten passiert. Wenn beispielsweise eine neue Event-Location gebaut wird, wie die Heiligkreuzkirche in Gelsenkirchen, dann zieht das natürlich auch ein gewisses neues Publikum an. Es kommen eine Gastro-Szene entwickelt sich beispielsweise und dadurch habe ich natürlich dann auch neu entstehende Viertel und das hat eine positiven Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Oder mir fällt jetzt auch Herne ein, dort ist in langer Diskussion jetzt mehr oder minder entschieden worden, dass eine neue Hochschule gebaut wird. Der Bau der Hochschule wird natürlich auch dazu führen, dass Studenten in die Stadt kommen und das verändert natürlich dann auch das Umfeld, vor allem aber auch das Angebot und die Nachfrage vor Ort, sowohl nach Immobilien als eben auch nach Dienstleistungen des täglichen Lebens und dergleichen. Ja. Wenn wir dich jetzt schon mal hier vor Ort haben und auch von deinem Wissen partizipieren dürfen,
ist natürlich besonders interessant, deinen goldenen Tipp für ein Investment im Ruhrgebiet. Hast du einen, den du mit uns teilen kannst? Ja, den goldenen Tipp nicht, aber der nüchterne Tipp ist, einfach sich nicht durchs Ruhrgebiet abschrecken lassen. Aha. Also nur weil Ruhrgebiet draufsteht, ist es nicht schlimm, sondern es gibt halt wirklich viele Sachen, die hier auch dann entstehen. Viele Firmen, die hier sind, also beispielsweise ja auch in Essen sind mehrere große Konzerne beheimatet. Also das heißt, es hat ja auch einen gewissen eine gewisse Zugkraft und deshalb würde ich mich auf keinen Fall abschrecken lassen, sondern es geht halt wirklich darum zu erkennen, wo entwickelt sich ein interessanter Teilbereich und ich würde niemals als Empfehlung also wirklich mir auch nicht den Mietspiegel einer ganzen Stadt angucken. Das ist beispielsweise so ein Thema in Essen und teilweise und in Gelsenkirchen gibt es einen Mietspiegel für die ganze Stadt, aber wir haben halt irgendwie dieses extreme Gefälle. Dadurch sind halt viele Kennzahlen und Co. auch total verfälscht. Ich kann mich nicht drauf verlassen und muss mir halt wirklich die Lokalitäten dann nochmal anschauen. Okay, also du musst wirklich ein Experte für den regionalen Markt sein. Ja, genau, richtig. Also du musst eigentlich Experte für den regionalen Markt sein, wie du es gerade richtig gesagt hast. Du musst dich halt einfach mit den Gegebenheiten vor Ort beschäftigen, musst gucken, was kann da in den nächsten Jahren noch passieren, was gibt's für große Events und dergleichen. Okay. Alex, vielen Dank, dass wir hier in Essen sein dürfen, insbesondere auch mit der netten Location im Hintergrund. Vielen Dank für deine Tipps und freue mich, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen. Ja, danke. Ich freue mich auch. Ich danke dir für den Talk, Patrick. Danke. Bitte. Das war die heutige Ausgabe des Mobilen Experten-Talks. Wir hatten Professor Dr. Alexander Zurek zu Gast und haben uns im zweiten Teil mit dem Ruhrgebiet auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass insbesondere in den nächsten 10 und 20 Jahren eine deutliche Aufwertung stattfinden wird. Dabei ist es entscheidend, in welchen Standort man investiert und wo sich es wirklich positiv entwickeln wird. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne jederzeit bei uns und freue dich auf die nächsten Ausgaben. Der Immobilien-Experten-Talk.